Wenn du wissen möchtest, wie du zu Hause selbst solche Kerzen gestalten kannst, dann bleib dran. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Grundlage für dieses Projekt ist Wasserschiebefolie. Meine verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Diese Folie gibt es sowohl für Tintenstrahl als auch für Laserdrucker. Achte darauf, hier die richtige zu erwischen. Außerdem benötigst du ein Rohling, wo deine Folie nachher drauf soll, hier in diesem Fall eine Kerze. Auf die Folie selbst wird dann ein zuvor erstelltes oder im Internet heruntergeladenes Bild gedruckt. Nach dem Drucken lässt du das Papier gut trocknen und schnappst dir dann Klarlack auf Acrylbasis, auch diesen findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt, und besprühst damit deine Folie. Lege hierzu die Wasserschiebefolie am besten in einen Schuhkarton und wichtig, sprühe nur draußen. Wenn dann der Klarlack auch gut getrocknet ist, dann kannst du deine Motive ausschneiden. Die Folie an sich ist durchsichtig, das heißt, du kannst entweder sehr nah an deinem Motiv entlang schneiden oder aber in einem Rechteck. Diese beiden Wege sind die unauffälligsten nachher zum Befestigen. Meine Motive habe ich mir so gestaltet, dass sie die gesamte Kerze bedecken, deshalb ist hier die rechteckige Variante die sinnvollste. Und gerade wenn man öfters am Schneiden ist, egal ob Papier oder auch Wasserschiebefolie, kann so ein Schneidegerät die Arbeit sehr erleichtern. Schneide dir also alle deine Motive zurecht und dann geht's auch schon weiter. Leg dir deine Kerze, die du verschönern möchtest, bereit und außerdem eine Schüssel Wasser, in welche deine Folie gut reinpasst. Dann nimmst du deinen ersten Ausdruck und legst diesen vorsichtig ins Wasser. Wie du siehst, rollt sich dein Motiv gleich ein. Im Wasser lässt das Ganze dann liegen, ich würde so sagen, ungefähr 30 bis 60 Sekunden. Unter die Kerze lege ich mir immer noch ein Spültuch, um das restliche Wasser aufzusaugen und gleich auch um das Wasser unter der Folie wegzukriegen. Teste vorsichtig mit den Fingern an der Ecke von deinem Ausdruck, ob sich die Folie schon vom Trägerpapier lösen lässt. Wenn das der Fall ist, dann kannst du die gesamte Folie aus dem Wasser nehmen und auf deiner Kerze platzieren. Dann fängst du an einer Kante an, vorsichtig die Folie vom Trägerpapier herunterzuschieben auf deine Kerze. Und wenn du das erste kleine Stück geschafft hast, dann kannst du die durchsichtige Folie mit dem Finger auf der Kerze fixieren und das Trägerpapier recht einfach unter der Folie wegziehen. Geh hier schön langsam vor, dass die Folie nicht zusammenklebt, sondern wirklich vorsichtig auf die Kerze draufgleitet. Hierzu kannst du die Kerze einfach Stück für Stück drehen und deshalb siehst du auch, warum das Spültuch Sinn macht, denn jetzt kommt die nasse Folie nach unten auf den Boden. Und indem du dann deine Kerze vorsichtig auch über dieses Spültuch drüber rollst, hilfst du dabei, die letzten Wassertropfen, die noch unter der Folie sind, also zwischen Folie und Kerze, wegzurollen, nach außen hin. Solange das Ganze noch nass ist, kannst du die Folie auch noch ein wenig hin und her schieben, also nach oben und nach unten. Schau also, dass alles schön platziert ist. Und wenn du dann zufrieden bist, stellst du deine Kerze zur Seite und lässt die Folie trocknen. Es muss natürlich auch nicht die ganze Kerze bedeckt sein. Vom Prinzip funktioniert es genau gleich, auch mit kleineren Ausdrucken und natürlich auch mit farbigen. Hier habe ich zuerst auch ausgedruckt, dann mit Acryllack besprüht, gut trocknen lassen. Jetzt das Motiv ins Wasser und dann vorsichtig auf der Kerze anbringen. Und auch bei kleineren Motiven gehst du so vor, dass du das Ganze auf die Kerze drauflegst, an einem Eck runterschiebst, hier festhältst und dann das Trägerpapier wegziehst. Und dann heißt es wieder warten, bis alles wirklich gut durchgetrocknet ist, denn nur dann hält die Folie auch zum Schluss richtig gut. Theoretisch kannst du es jetzt so lassen, denn die Folie hält von selbst und beim Abbrennen geht diese einfach in die Kerze rein und brennt mit ab. Für eine bessere Haltbarkeit kannst du aber auch noch Kerzenlack drüber machen. Hierzu einfach eine dünne Schicht mit einem weichen Pinsel über das Motiv drüber pinseln. Um sicherzustellen, dass beim Motiv nichts kaputt geht, würde ich dir empfehlen, immer von innen nach außen zu pinseln. Also über das Motiv nach außen auch hinaus. Wichtig ist da, dass du darauf achtest, dass außen keine dicken Ränder vom Kerzenlack entstehen. Also schön wirklich weit nach außen wegpinseln.
Und nach diesem Prinzip stehen dir unendliche Möglichkeiten für deine Kerzen bereit. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal.